Hallo liebe Heimwerker, heute möchte ich euch zeigen, wie ich bei mir die Dachschräge einlatte. Ich habe schon mal angefangen und mir eine Referenzlatte angeschraubt. Ich habe dafür einen Laser verwendet hier, ne? Seht ihr hier den Laser. Ich arbeite gerne bei mir mit dem Laser, weil bei mir ist alles schief und krumm. Und wenn man einmal krumm anfängt, dann kommt man aus dem Krumm nicht mehr raus. Und deswegen habe ich immer gerne den Laser. Natürlich kann man das auch mit der Wasserwaage ausrichten und so weiter. Das ist natürlich kein Ding. Ich habe bei mir gerade so 4 Meter Abstand, deswegen verwende ich die 4 Meter Dachlatten. Die schneide ich mir jetzt zu und dann habe ich mir hier so eine Leere gemacht. Dann habe ich Leere draufgeschrieben, damit ich das auch nicht irgendwie vermülle, das Stückchen. Und dann werde ich eben, das verwende ich eben hier so, dass ich das hier drunter mache, also so ähnlich wie beim Dachdecken. Und dann werden die restlichen Latten eben auch alle in der Waage angeschraubt, indem ich eben hier immer das drunter setze. Ich verwende hier noch so ein Nageldichtband, das habe ich noch über, um ja einfach um eine Dichtigkeit jetzt an der Stelle, wo die Schraube eben durchgeht, noch zu gewährleisten. Jetzt ist nicht notwendig unbedingt, aber dadurch, dass eben jetzt, weil bei mir alles so dermaßen schief und krumm ist, eben die Dachlatte eben nicht komplett anpresst, sondern mit der Stellschraube eben teilweise bis zu 1 cm, 1,5 cm eben vom Sparren weggeht, habe ich immer die Angst, dass es da eben noch eine Leckagestelle existieren wird und deswegen eben dieses Dichtband jetzt. Das ist zwar eher für Regen gedacht jetzt, aber ich finde, dass das eben auch wunderbar dieses Schraubengewinde umschließt jetzt und da denke ich mal, dass es auch gut ist für das Dichtverhalten. Die Stellschrauben, ja, verwende ich solche Schrauben, die eben diese Stellcharakter haben, die ziehen sich hier rein in die Latte und dann kann man die, zeige ich dann noch, kann man die Latte eben schön ausrichten mit diesen Stellschrauben. Ich habe hier ein bisschen gespart und von Tox Stellschrauben gekauft jetzt, die waren ein bisschen billiger. Ja, hinterher ärgert man sich natürlich, die von Spax, die haben schön einen 30er Kopf, die zieht man durchs Holz, da splittert nichts, da muss man nichts vorbohren und die sind in dem Bereich eben nicht ganz so toll. So, dann fange ich mal an und mache alle Latten drunter und dann werde ich weiterreden. So, ich habe die ganze Lattenreihe bis unten jetzt angeschraubt. Wie gesagt, ich habe das hier mit meiner Leere gemacht, um immer den gleichen Abstand zu haben. Natürlich dort auch. Das lässt sich eigentlich ziemlich gut machen, also kann ich nur empfehlen. Damit kann ich die mit den Stellschrauben bis unten hin festmachen. Die Stellschrauben zieht man erstmal, bis die Schraube reingezogen ist, also bis ran. Und danach kann man die dann erst stellen. So, erfahrungsgemäß hängt das Dach immer so durch, weil von außen kommt ja die Belastung der Ziegeln und Schneelast und so weiter. Deswegen ist erfahrungsgemäß immer der Sparren immer so ein bisschen durchhängend. Und weil da ein Auflagepunkt ist und da ein Auflagepunkt ist von den äußeren Dachlatten, wo die Dachdeckung ist, ist es auch oft so, dass eben auch das Dach eben noch so durchhängt. Dass also in der Regel immer der tiefste Punkt hier sein wird jetzt. Man kann das auch ein bisschen kontrollieren, dass man vorher eben durchgeht und mal dran hält und guckt, wo ist der tiefste Punkt. Das hilft natürlich schon, dass man nicht so viel stellen muss. Ich nehme mir zum Ausrichten, habe ich mir hier so eine Eisenstange genommen, die ist wirklich 100% gerade. Ist ein bisschen schwer,
in der Handhabung, das ist natürlich der Nachteil, aber besser wäre natürlich eine Wasserwaage oder eine Richtlatte jetzt aus Aluminium. Habe ich jetzt aber nicht. Gut, muss ich damit leben, eben mit der schweren Eisenstange rumzuhantieren. Das geht aber auch jetzt. Hauptsache, sie ist wirklich komplett gerade und das ist sie eben auf Hochkant wirklich. So, dann fängt man an und nimmt sich 2 Referenzlatten. Also ich habe mir die hier genommen und da, wo meine Richtlatte zu Ende ist, hier unten die. Und dann bringt man die eben schon mal in der Waagerechten, richtet man danach die Latten aus. Also die in der Waagerechten ausrichten. Und da sieht man schon, was ich gerade eben gesagt habe, dass die eben so krumm ist. Die kann man jetzt mit den Stellschrauben komplett ausrichten. Macht man natürlich nicht, dass man an einer Stelle anfängt, wie da, sondern da fängt man natürlich in der Mitte an und arbeitet sich nach rechts und nach links, damit man eben die Latte eben zum Dach nicht an der einen Stelle dort anliegend und da eben ewig breit wegstehen hat, sondern dass das eben ungefähr gleich ist. Man muss da eben ein bisschen fummeln und ich mache das jetzt mal. So, die obere Latte ist jetzt gerade und jetzt richte ich die untere Latte aus. Wenn die beiden Referenzlatten ausgerichtet sind, kontrolliert man jetzt nochmal, ob das ausreichend ist. Ne? Also es kann natürlich sein, dass jetzt hier eine mittlere Latte eben noch extrem stärker nach innen wölbt und dann kippelt das natürlich. Das darf natürlich nicht sein. Und kann dann eben, weil hier noch eine kleine Wippe drin ist, kann ich dann eben dort beziehungsweise da unten noch ein bisschen rausgehen. Also ich gehe unten noch ein bisschen raus, weil hier will ich eigentlich die Kopffreiheit noch belassen und da unten stört mich eigentlich nicht, wenn ich da noch ein bisschen mehr Lattenabstand habe. So, das mache ich jetzt. Jetzt habe ich genügend Spiel innerhalb der Latten und jetzt kann ich mit meiner Richtlatte hingehen und alle, also oder beziehungsweise die Latten, die eben in diesem Abstand erstmal sind, auf Maß bringen. So, da geht man Schraube für Schraube durch. Hält die Latte eben, presst die hier ran und so, dass die gerade so eben das Eisen erreicht. Geht dann Stück für Stück durch. Ich mache erstmal den oberen Teil. Das geht für mich einfacher. Da muss ich mich nicht immer bücken. Deswegen mache ich erstmal die oberen drei Latten rein. Und dann gehe ich in die Hocke und mache die unteren. So, ich bin jetzt soweit. Ich habe die Latten alle ausgerichtet mit den Stellschrauben. Also wie gesagt, erst die Latten innerhalb meinen beiden Referenzlatten. Und danach eben die eine Latte, die hier oben außerhalb liegt, auch noch. Und die 2, die hier unten auch außerhalb sind, auch erst auch noch danach.
Ne? Dann sind die anderen ja hier in dem mittleren Bereich, sind dann auch alle ausgerichtet und dann kann man eben die außerhalb liegenden Latten auch noch ausrichten. Das habe ich gerade gemacht und bin eigentlich soweit zufrieden. Ne? Man kann das kontrollieren. Kein Lichtspalt mehr zwischen den Latten. Man kann das auch nochmal anders kontrollieren, indem man eine kürzere Wasserwaage nimmt. Also hier, ich habe hier eine 80er Wasserwaage. Da fehlen auch hier schon die Kappen, was in dem Fall ganz gut ist. Und dann kann man eben die Wasserwaage mal so über die Latten drüber schieben. Ja. So. An jeder Stelle. Und wenn die eben problemlos drüber gleitet, ohne dass sie eben an den einzelnen Latten abstoppt oder hängen bleibt, dann hat man eigentlich korrekt gearbeitet und dann erst dann sollte man eben auch zufrieden sein. Ja, das kann man also an jeder beliebigen Stelle eben hier nochmal probieren. Oh, hier gibt es noch eine kleine, ganz klein bisschen hakelt sie dann noch. Da werde ich nochmal nacharbeiten. Aber ansonsten gleitet die also wunderbar und problemlos über alle Latten drüber. So muss es sein und so habe ich es auch haben wollen. Ich habe jetzt gar nicht mal so viel Spiel gehabt. Also da unten in der linken Ecke, da sind es glaube ich so mein Maximum 2 cm. Aber gut, da verschwindet. Da mache ich also so noch einen kleinen Trempel hin. Deswegen ist das alles nicht so wild jetzt. 2 Probleme hatte ich gehabt. Einmal da an der Stelle, wo ich hier die letzte Schraube hatte. Da war die Dachlatte so verwrungen, dass eben die eine Seite eben schon auflag und die andere eben absperrte. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Dass die eben so in sich so verdreht war. Da musste ich ein bisschen mit Klötzchen unterkeilen und dann unten noch eine Schraube reindrehen, sodass die sich wieder so ein bisschen gerade gezogen hat. Au. Und dann ist mir doch tatsächlich eine von den Stellschrauben abgerissen. Beim Rausdrehen. Also nicht beim Reindrehen, sondern beim Rausdrehen. Gut, mein Hilti-Schrauber, der hat natürlich auch, ist der große, ne? Hat natürlich auch ein sattes Drehmoment, aber eigentlich dürfte das nicht passieren. Es ist wirklich unklar, was das für ein Qualitätsunterschied ist an den Schrauben jetzt. Das kann ich nochmal wiederholen. Also wer das Geld hat, der sollte wirklich in die guten Schrauben investieren, dann hat er viel weniger Ärger. Kommt halt immer ein bisschen auf das Budget drauf an. Gut, ich bin jetzt zufrieden. Alles ist perfekt eingerichtet und eingestellt. Die Dachlatten sind super gerade. Ich kann jetzt beginnen mit meiner Wolle noch einlegen. Na, ich mache ja diese Untersparendämmung noch und dann eben wieder drüben eben mit den Gipskarton und verspachteln. So, das war es eigentlich, was ich zum Thema Einlatten sagen wollte.